Hallo, einen romantischen Mai wünsche ich euch. Mac nämlich auch. Die bringen jetzt nämlich dieses Wochenende, glaube ich, die neue Kollektion Rose Romance heraus. Sie ist so, ja, so recht blumig, floral gehalten von den Nuancen her. Und ich dachte, ich mache daher ein Tutorial mit zwei der Pigments, die mit der Kollektion herauskommen. Die sind nämlich beide repromoted aus früheren Kollektionen. Das sind einmal dieses türkise Mutiny und einmal so ein gedeckter Pflaumenton namens Circa Plum. Das sind die Swatches dazu. Links ist Circa Plum. Das hier ist Mutiny. Die beiden kommen wieder mal limitiert heraus. Ein Pigment kostet, glaube ich, 23 €, aber es kann sein, dass Mac schon wieder angehoben hat. Auf douglas.de müssten die bald verfügbar sein, aber mit Pigments, wenn euch die Farben gefallen, ist, denke ich, der Preis relativ okay. Man kann die Dinger gut mit anderen teilen und ja, einander abfüllen und dann relativiert sich der Preis, denn man kommt mit so einem 7,5 Gramm Döschen wirklich sehr, sehr, sehr lange hin und die sind eben sehr vielseitig in der Anwendung und die beiden Töne sind ganz nett. Ich finde sie jetzt nicht so berauschend. Ich finde auch die Textur jetzt nicht so Sabber oder so. Ich finde sie okay. Ich muss sagen, ich denke, der Ton ist im Gläschen wirklich sehr, sehr schön türkis. Aber auf dem Auge kommt er sehr frostig und deutlich heller heraus. Wem das gefällt, es ist wirklich schön im Auftrag. Das hier ist wiederum ein bisschen trockener, aber die Farbe ist wirklich auch schön für den Alltag, weil sie eben eher so ein gedeckter Ton ist. Der passt sich recht gut an. Ich kann mir sogar das ganz gut vorstellen auf den Wangen, wenn man ein bisschen dunkleren Ton hat, also so ein richtig kühler, sehr kühler Typ ist, kann ich mir das auch ganz nett vorstellen. So, ansonsten gibt es noch zwei neue Beauty Powder mit so einer Rosenpressung. Das habe ich noch nicht, aber das eine möchte ich gern haben. Denn so diese Farben sind so mein Ding, so leicht mauve gefärbt. Das ist Max Koi Girl, das habe ich auf den Wangen verwendet. Und das kommt dem recht nah. Außerdem kommt auch ein Gel Blush heraus, Just a Pinch heißt das. Und da war ja Essence ein bisschen schneller. Die haben nämlich das in der Tube herausgebracht. Das habe ich leider nicht benutzt. Ich finde, das passt nicht so gut zu den beiden Farben. Aber in einigen DMs gibt es das noch. Ich habe es heute noch gesehen. Ich denke, mit einem Pinsel lässt sich das wirklich recht gut auftragen und die Farbe ist wirklich sehr schön. Also bevor man MAC kauft, sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, das zu verwenden. Also wirklich eher floral gehalten, leicht romantisch. Nicht so ganz mein Geschmack, aber das muss jeder selbst wissen. Ich finde sehr schön zu dem Koi Girl. Passt mein heutiger Erwerb. Ich war heute, wie gesagt, bei DM und Müller und habe mir diesen Catrice Moisture Lipstick gekauft in Gentle Nude. Ich habe ihn, glaube ich, schon bei mehreren von den Gurus hier gesichtet und dachte, ich trage ihn mal auch auf. Ich finde das Lippengefühl ist sehr nett. Zur Haltbarkeit kann ich noch nicht so viel sagen. Ist bisher eigentlich recht okay. Ich fand, dass er beim ersten Auftrag sehr schier rauskam und nachdem das alles sich gesetzt hat, war der viel intensiver in seiner Farbe. Aber sonst gefällt es mir sehr gut. Die kosten 3 €. Ansonsten, wir haben die 500er Marke geknackt. Ich bin so happy. Ich danke euch, jeden einzelnen Abonnenten. Danke, danke, danke. Ich freue mich total. Und wie angekündigt wird es einen Contest geben. Ich bereite das dann alles an diesem langen Wochenende einfach mal vor. Und hoffentlich Sonntag dann kleiner Contest. Aber versprecht euch jetzt bitte nicht zu viel davon. Ich habe ein paar Kleinigkeiten zusammengesammelt und aber ich freue mich einfach, sowas mal einmal auszuprobieren und wenn das alles ohne Schwierigkeiten läuft, werde ich bestimmt in Zukunft sowas nochmal machen. Aber das soll jetzt so der erste zum Austesten sein. Ansonsten viel Spaß bei dem Tutorial. Bye! Zunächst eine Base. Ich habe jetzt die abgefüllte Urban Decay Primer Potion. Ich finde persönlich auch die Art Deco für Pigments ganz gut, weil sie daran richtig schön kleben. Ich habe jetzt aber mal die genommen. Wenn ihr sie von innen nach außen streicht, seid vorsichtig, dass ihr unter dem Finger nicht so Falten schlagt und dann da drinnen die Base vergesst.
Denn das passiert mir ganz häufig, dann habe ich nämlich so eine kleine Stelle, wo keine Base ist und dann hält da eben das Produkt nicht gut und dann hat man da eben so eine Lücke. Dann würde ich vorschlagen, immer auch noch einmal von außen nach innen hinein. Heute nicht vergessen, ein bisschen drunter tupfen, bei Pigments würde ich sagen immer. Aber wenn man einen synthetischen Pinsel wählt und vor dem Auftrag aufs Auge auch schön abklopft, rieselt es auch wirklich wenig. Ich habe jetzt keinen synthetischen Pinsel genommen, weil meiner schmutzig war. Das ist jetzt Max 213, der geht auch. Und das ist jetzt das Pigment Mutiny. Und das tupfe ich von innen nach außen, so ungefähr 2/3. Wenn ihr das ein bisschen intensivieren wollt, könnt ihr auch sehr schön ein bisschen feucht auftragen. Aber es wird schon sehr, sehr schimmerig dann. Ich habe das so, dass es so ein paar Millimeter über der Lidfalte jetzt ist. Darüber kommt später noch ein bisschen dunkle Banane, sodass das dann über der Banane sichtbar ist. So ungefähr. Mit dem gleichen Pinsel nehme ich nun eine Circa Plum, eben aus der Kollektion. Ich denke auch wirklich, ein synthetischer Pinsel wäre dafür besser, weil das Zeug ist ziemlich trocken. Die Farbe ist ja schon so ein Pflaumenton, aber schon so ein bisschen abgetönt. Also schon so ein bisschen ins Graue, Gräuliche. So ein schöner Schattierton. Aber er ist nicht besonders farbintensiv. Ich denke, das ist eine schöne Farbe für Leute, die es halt nicht zu krass mögen. Auch für den Alltag durchaus. Aber ein bisschen vorsichtig sein, würde ich sagen. Einfach weil dieser rotstichige Einschlag bei manchen vielleicht so ein bisschen die Äderchen betont. Also ich mache es im Prinzip großflächig im äußeren Drittel, blende es aber dann eben nach innen hinein, sodass es dann so ein bisschen mit dem Mutiny verschmilzt. Der Mutiny ist schon ein bisschen dominanter. Ich denke durch den Schimmer, der dem Circa Plum so ein bisschen fehlt, aber dadurch, dass wir die Banane jetzt dunkel machen werden, wird sich das so ein bisschen ausgleichen. Ich hatte gedacht, als ich diesen Look machen wollte, dass ich Shadowy Lady habe, der ja auch in der Kollektion rauskommt. Leider habe ich den gar nicht mehr. Daher nehme ich Signed Sealed. Ganz ähnlich ist er eben nicht wirklich, aber es ist halt auch ein dunkler Ton, der schön harmoniert mit dem Pflaume. Das ist eher so ein Braun mit leichtem Pflaume-Einschlag. Ich benutze so einen fluffigen Pinsel und arbeite jetzt hier in Schatten hinein. Ich finde besonders diese Stelle hier, das ist eben da, wo die Wimpern den meisten Schwung haben, sehr wichtig. Da anfangen, da die meiste Farbe und dann ein bisschen nach innen reinblenden, damit da auch so ein bisschen Schatten entsteht, wie schon eben gesagt, dass eben der Mutiny da drüber noch zu sehen ist. Und dann so ein bisschen hineinarbeiten. Und auch hier außen, um ein bisschen zu definieren. Das finde ich auch wichtig. Immer schön im Spiegel, dann geradeaus, ganz normal gucken, ohne künstliche Verrenkung. Wie sieht das jetzt aus? Steht mir das? Muss ich noch weiter? Oder? Jetzt nehme ich so einen flachen Pinsel, auch mit dem Signed Sealed, und trage ihn ein bisschen hier unten auf, weil dieser fluffige Pinsel dann nicht so gut rankommt. Den benutze ich jetzt auch für unten rum, aber vorher mache ich das Puder weg und mal Signed Sealed. Hier. Dann auch den Mutiny. Also ihr könnt auch mit Mutiny anfangen, wenn ihr meint, der Pinsel könnte zu schmutzig sein. Es ist, denke ich mal, ganz gut, immer noch mal drüber zu gehen für den letzten finalen Schimmer. So. Und wieder mein Lieblingsfinish. Nochmal mit ein bisschen Brûlée bzw. matten, hautfarbenen Lidschatten. Einfach die Eckenkanten noch ein bisschen klären. Und ich würde vorschlagen, dadurch, dass eben dieser Mutiny ziemlich schimmerig ist, einen matten Highlighter zu nehmen. Ich nehme Vanilla. Der hält einfach nur durch seine Farbe auf und schimmert nicht. Im Prinzip wäre es das ja eigentlich, aber ich bin ja schon so ein kleiner Schwarz-Junkie. Darum nehme ich noch ein bisschen MAC Carbon und arbeite ihn in diesem ganz äußersten Winkel.
Also es ist absolut optional, wenn ihr meint, so ein bisschen mehr Tiefe haben zu wollen. Es wirkt dadurch aber auch ein Ticken dramatischer. Ein bisschen. So. Jetzt trage ich nochmal Liner und Mascara. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht findet ihr das eine oder andere in der Kollektion. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.